Ich werde so oft gefragt, wie ist es eigentlich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln an der Côte d'Azur oder braucht man ein Mietauto? Wie bewegt man sich dort eigentlich fort? Und ich kann sagen, Mietwagen haben wir noch nie genutzt. Ich weiß auch gar nicht, was das in Frankreich kostet. Vielleicht, wenn irgendjemand von euch Erfahrung hat, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Wir haben noch nie einen Mietwagen benutzt. Ich glaube auch nicht, dass ich da so Bock drauf hätte. Ich fahre ja auch nicht in Deutschland Auto und im Ausland, vor allem Frankreich, hätte ich da auch nicht so wirklich Bock drauf. Lasst euch eins gesagt sein, das habe ich schon öfter gehört von vielen Menschen, und zwar, dass das Auto den Franzosen nicht so lieb ist wie den Deutschen ihr Auto. Deshalb könnt ihr euch schon vorstellen, wie da der ein oder andere vielleicht fährt. Also, wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch mit eurem eigenen Auto runterfahren, ist euch überlassen, oder ihr holt euch einen Mietwagen. Aber was ich halt auch immer wieder höre und was auch ein bisschen schwierig ist, ist die Parksituation. Vor allem an der Küste, an den ganzen, Stränden beziehungsweise, ja, in den ganzen Küstenstädten, weil es da ja schon im Sommer vor allem ein bisschen voller ist und dann ist es echt schwer, einen Parkplatz zu finden. Ich glaube nicht, dass man sich diesen Stress antun möchte. So, wir nutzen immer öffentliche Verkehrsmittel und das ist so, so einfach an der Côte d'Azur. Lasst euch das gesagt sein. Ich finde es teilweise einfacher als in Deutschland, muss ich gestehen. Ich werde euch gleich mal Step by Step zeigen, welche Apps ich nutze, wie man vom Flughafen irgendwo hinkommt. Und ja, und auch wenn man in den einzelnen Städten so ein bisschen von A nach B kommen möchte, was ich da für ein Ticket nutze, welche Apps es gibt. Viel Spaß bei diesem Video. Ich zeige euch erst mal hier, wie man sich am Flughafen fortbewegt. Also, in 99,9% der Fälle landet ihr beim Terminal 1, wenn ihr aus Deutschland fliegt. Und dann früher gab es so Shuttlebusse, das fand ich auch ganz nice, aber die gibt es jetzt hier vorne mittlerweile nicht mehr. Wo ihr hingeht, ist hier Aéroport Terminal 1. Und zwar fährt dort jetzt mittlerweile, so eine Straßenbahn. Finde ich richtig, richtig geil, ist relativ neu, gab es früher nicht. Und hier könnt ihr nämlich erst mal einfach kostenlos einsteigen, wenn ihr, ich zeige euch mal wohin, wenn ihr bis zur Bahnstation Nice-Saint-Augustin fahren möchtet. Wenn ihr weiterfahren möchtet, weil ihr seht ja hier diese Linien, die blaue und die gelbe, dann könnt ihr auch noch weiter nach Nizza reinfahren. Wenn ihr eure Unterkunft in Nizza habt, natürlich fahrt ihr einfach weiter. Dann solltet ihr euch schon ein Ticket kaufen. Da gibt es aber an dieser Haltestelle hier beim Terminal 1 gibt es auch einen Ticketautomaten. Das heißt, es ist überhaupt gar kein Problem, euch dort ein Ticket zu holen. Aber wenn ihr, wie ich eigentlich ja immer, zu Nice-Saint-Augustin möchtet, weil dort ist nämlich die Zugstation. Von dort kommt ihr nämlich in den Zug nach Osten, nach zum Beispiel Monte Carlo, falls ihr dort eure Unterkunft habt, oder in Menton. Wo ist das? Da ist Menton. Oder nach Westen. So, hier ist der Flughafen. Oder wenn ihr nach Westen mit dem Zug fahren möchtet, zum Beispiel nach Antibes, Jean-le-Pin, Cannes. Und dann geht es, glaube ich, auch noch weiter, entweder nach Grasse oder weiter Richtung Süden. Da gibt es halt alle Züge. Nach Nordosten und nach Südwesten. Also Nice-Saint-Augustin müsst ihr euch auf jeden Fall merken, aber es ist so easy. Ich sag's euch, es ist auch alles so selbsterklärend, aber ich zeige euch das Ganze auch hier nochmal. Auf jeden Fall, ihr könnt dann von Terminal 1 ganz easy, kostenlos bis nach Grand Arenas, ich weiß jetzt nicht, ob man das S spricht, fahren, kostenlos. Dort steigt ihr aus und dann ist es eigentlich auch schon ausgeschildert, beziehungsweise ihr seht, wohin laufen alle Leute hin. Müsst ihr ein paar Meter laufen, das ist echt nicht weit, bis Nice-Saint-Augustin. Das sieht man eigentlich schon. Also man sieht eigentlich schon, wenn man da ankommt, sieht man, wo fährt denn hier der Zug. Und da müsst ihr auch eine Treppe hoch. Es gibt aber auch Aufzüge, genug Aufzüge, falls ihr mit Koffern unterwegs seid. Also ihr müsst nicht schleppen. Das ist das Geile. Früher musste man da sehr, sehr, sehr viel schleppen. War nicht so geil. Aber jetzt gibt es genug Aufzüge. Und dann geht ihr hoch. Und was ich dann immer mache, da gibt es auch ein paar Sitzplätze, dann gehe ich in meine App, die ich euch zeige, und dort kaufe ich mir erstmal mein Ticket, was ich benötige. Eine wichtige Sache, wenn ihr Richtung Nordosten unterwegs seid, das heißt Monaco, Menton und diese ganzen,
vielleicht auch Nizza. Ihr könnt auch von hier nach Nizza mit dem Zug, dann seid ihr in Nizza Hauptbahnhof. Dann müsst ihr auf der Seite, wo ihr gerade ankommt, stehen bleiben. Also ihr seid dann schon auf dem richtigen Gleis. So, wenn ihr aber nach Südwesten müsst, ich sag mal Südwesten, ne? Es ist so westlich, Süden, sagen wir Cannes, Antibes und so, müsst ihr auf das entgegengesetzte Gleis, also auf das Gleis gegenüber. Und dann müsst ihr nochmal eine Treppe hoch, rüber und eine Treppe runter. Dann seid ihr auf dem gegenüberliegenden Gleis, weil ihr seid immer erstmal auf dem Gleis Richtung Monaco und Co. Aber auch da gibt es Aufzüge, das heißt, ihr müsst nicht diese Treppe hoch, geradeaus, dann wieder runter, sondern ihr könnt auch mit dem Aufzug hoch, dann diesen Weg über die Gleise gehen und dann mit einem Aufzug wieder runter. Super easy, gar nicht anstrengend. So. Wir müssen meistens rüber, also wenn wir dann so Richtung Cannes und so fahren. Nach Monaco waren wir auch schon mal von hier gefahren. Das heißt, dann sind wir auf dem Gleis einfach stehen geblieben. Ist natürlich einfacher, als nochmal rüber zu laufen. Ich zeige euch jetzt aber mal in der App, was für ein Ticket ihr euch kauft. Die App nennt sich SNCF Connect. Ich zeige euch das auch mal ganz kurz im Store. Ich mache das Ganze hier für Samsung, Android, also ich weiß nicht, ich vermute mal, dass es das Ganze auch für iPhones gibt. Genau, SNCF Connect. Das Schöne ist, diese App ist auch auf Deutsch. Super easy zu handeln. So, wir gehen jetzt einmal rein. So, das ist die Oberfläche. Ich habe auch mittlerweile schon ein Konto, weil das dann einfach einfacher ist. Sonst müsst ihr halt jedes Mal, das finde ich halt ein bisschen anstrengend, wenn ihr ein Ticket kauft, ich glaube Name, Alter, ich glaube solche Sachen, also und das hat mich schon irgendwann echt genervt. Ja, und deswegen habe ich mir dann einfach irgendwann ein Konto gemacht, was echt easy ist. So, Reisen. Ihr seid hier jetzt im Reiter Reisen. Dann gebt ihr einfach mal ein, wo möchtet ihr hin? Sagen wir mal, ihr möchtet nach Cannes. Hier ist es auch schon. Das erste klicken wir an. Und ihr möchtet von Nice da wird schon angezeigt. Nice Saint-Augustin, Flughafen. Zack. Jetzt, sagen wir mal, wir sind dort jetzt und möchten uns ein Ticket kaufen. So, und jetzt sucht ihr einfach euren gewünschten Zug aus. Natürlich nichts mit umsteigen. Also ihr seht, wenn hier nur so ein Symbol ist, zum Beispiel hier dieser Zug, also 11:23 Uhr, dann ist das einfach nur eine Strecke ohne Umsteigen. Jetzt bei der nächsten Option seht ihr zwei Symbole, das heißt, ihr müsstet nochmal umsteigen. 11:33 Uhr, also sagen wir mal, wir nehmen diesen hier um 11:33 Uhr, kaufen Sie Ihren TER. So, und jetzt könnt ihr nämlich, hier oben seht ihr dieses Männchen mal 1, hier könnt ihr nämlich sagen, okay, wir sind zu zweit und dann fügt ihr noch jemanden hinzu, sagt, wie alt ist diese Person. Ich glaube, Name braucht man gar nicht, sondern ihr sagt einfach nur, ja, wie alt ist diese Person, dieses Profil anwenden und dann seid ihr zu zweit sozusagen. Dann müsst ihr noch einmal nach unten gehen und dann Preise ansehen. So, und jetzt habt ihr hier die Preise, könnt euch für jede Reise die Preise anzeigen lassen. Ihr seht, manche sind ein bisschen teurer. Das liegt dann halt am Zug, der danach verkehrt. So, wir wollten den um 11:33 Uhr nehmen, Nice Saint-Augustin nach Cannes, 16,40 Euro. Natürlich zweite Klasse ist vollkommen ausreichend. Und dann klickt ihr das Ganze an und wählt diese Hinfahrt aus. So, eine Versicherung braucht ihr natürlich nicht, ihr wollt ja diese Reise nicht versichern. Und dann geht ihr einfach auf Bestätigen, zahlen. Ich zahle immer mit Kreditkarte, habe ich glaube ich auch schon hinterlegt. Super, super easy. Und dann habt ihr die Tickets einmal per E-Mail und einmal in der App. Die findet ihr dann im Bereich Fahrkarten. Also ich würde euch auch empfehlen, wenn ihr da schon mindestens eine Woche unterwegs seid, dass ihr euch einfach ein Konto hier in dieser App anlegt, weil dann müsst ihr nicht jedes Mal euren Namen eingeben, eure Begleitperson eingeben und mit Kreditkarte verknüpfen. Ich hatte schon echt ein paar Mal Probleme, dass der Zug gleich schon quasi kommen sollte und ich war hier noch am alles abtippen, nochmal Kreditkarte abtippen, nochmal meinen Namen abtippen. Das hat mich echt genervt und dann habe ich gesagt, nee, ich mache mir jetzt einfach ein Konto, dann sind es ein paar Klicks und fertig. Also genau.
Super cool, diese App. Ihr könnt hier auch wirklich unterschiedliche Strecken, ihr könnt auch, wenn ihr dann zum Beispiel in Cannes seid, könnt ihr sagen, ihr wollt nach Monaco, Monte Carlo. Jetzt habe ich falsche Richtung. So, von Cannes nach Monaco. Sagen wir mal, ihr habt Bock, morgen dahin zu fahren. Ihr könnt jetzt sogar schon hier die zweite oder dritte Person, also ihr könnt bis zu 10 Personen da eintragen. Ich habe jetzt einfach nur mich drin gelassen. Auf jeden Fall, das ist die App, die ich halt für alle Zugfahrten nutze. Und dann habe ich noch eine App, die ich für Busfahrten in einem bestimmten Gebiet verwende. Und zwar hier, ich habe schon alles hier markiert in meinen Lieblingsorten. Hier ist Antibes, da habt ihr es kurz gesehen, Antibes. Hier ist Juan-les-Pins und hier ist das Cap d'Antibes. Hier ist noch Biot, auch eine sehr, sehr schöne Stadt mit mit schönen Gassen, mit einer schönen Altstadt. Da waren wir auch. Und dann habt ihr hier hinten Cannes und hier zwischen Golfe-Juan. Da hatte ich auch schon mal ein Video zu gemacht. Auf jeden Fall gibt es ein richtig tolles Busticket, wenn ihr euch hauptsächlich hier in Antibes, Juan-les-Pins und ja, ich würde mal sagen, so in diesem Gebiet, in diesem Gebiet quasi aufhalten möchtet und den Bus nutzen möchtet, dann gibt es ein richtig, richtig tolles Ticket, das zeige ich euch jetzt. Dafür benötigt ihr diese App hier, Envibus Ticket. Ich hoffe, das gibt es auch fürs iPhone. Also das ist ja, wie gesagt, alles Samsung hier, alles Android, was ich euch zeige. So sieht die App Envibus aus. Also ihr habt unten euren Warenkorb, dann eure Tickets, falls ihr schon welche besitzt. Und in der Boutique könnt ihr eure Tickets aussuchen. Da erkläre ich euch gleich mal, welches ihr benötigt. Und dann habt ihr natürlich noch so ein paar, ja, Daten und so. Ich sag mal so, man muss kein Französisch können, um mit dieser App klarzukommen, aber ja, also es ist eigentlich alles selbsterklärend. Ich habe jetzt zwar schon einen Account, ich weiß nicht, ob ich euch jetzt zeigen kann, wie ihr einen anlegt, aber ich kann so ein bisschen die Richtung zeigen. Also bei euch wird da noch keine Marina erscheinen. Ihr klickt dann auf Ajouter un Profil und dann müsst ihr ein Foto reinpacken, Name, Vorname, Nummer von Telefonnummer braucht ihr nicht, Geburtsdatum auch nicht, valider mes informations. Ich glaube, das ging ganz schnell und dann hatte man schon den Account. Kann auch sein, dass ihr nochmal eine E-Mail-Adresse angeben müsst oder so, aber das war recht schnell. Das war alles so schnell. Ich habe das sogar bei meiner Mama auf dem Handy nochmal gemacht. Das sind 1, 2 Minuten. Super easy und dann habt ihr so einen Account. Welches Ticket ich euch empfehlen würde und ich zeige euch auch gleich, wo dieses Ticket überall genutzt werden kann. Ihr geht einfach auf Boutique und ihr benötigt, ich muss gerade mal durchgehen, Junior, Senior, passender Welt. Also ihr könnt auch hier euch dieses 0-Euro-Ticket holen. Dann könnt ihr nämlich mit den Linien A, B, 14, 15, 16 und 17 komplett kostenlos fahren. Was wir uns geholt haben, was auch mega Preis ist, also wenn ich da wohnen würde, würde ich mir zum Beispiel diesen Jahrespass holen, 90 Euro für ein ganzes Jahr. Wir haben uns aber, weil wir da auch, ich glaube, einen Monat oder sogar länger, doch, wir waren sogar ein bisschen länger als einen Monat, dort waren, haben wir uns diesen Monatspass geholt, Pass mensuell, 12 Euro. 12 Euro und ich zeige euch gleich, wo ihr mit diesem Pass überall fahren könnt. Also ihr geht dann einfach hier ins Basket packen, ajouter au panier. Panier heißt halt Korb. Ähm, so, müsst ihr dann hier noch akzeptieren. J'accepte die ganzen Bedingungen und valider mon panier. Dann müsst ihr das halt einmal bezahlen und so weiter. Dann kommt hier wahrscheinlich Kreditkarte eingeben. Super einfach. Meine Kreditkarte hatte ich noch nicht hinterlegt. Würde ich auch nicht zwingend empfehlen, weil ich glaube, dann bucht er dann für den nächsten Monat, also wenn der eine Monat vorbei ist, bucht er dann für den nächsten Monat. Braucht man nicht. Also ich habe meine Kreditkarte nicht hinterlegt und dann war auch nach diesem einen Monat Schluss. So, ganz wichtig. Und jetzt suche ich einmal kurz, wo ich euch zeigen kann, was für Linien ihr alle fahren könnt. So, ich hoffe, das klappt jetzt mit der Darstellung, weil manchmal hängt die so ein bisschen. Hier seht ihr so diese Städte, Juan-les-Pins, Antibes und so weiter. Und jetzt klicke ich hier einfach mal auf die einzelnen Linien drauf und dann zeigt er, wo das Ganze lang fährt. Also mit diesem 12 Euro Monatsticket könnt ihr hier überall lang fahren. Zum Beispiel die Nummer A, die Nummer B.
Ich klicke jetzt einfach alles Step by Step an, dann seht ihr einfach so dieses ganze Ausmaß. Die Nummer 2, also hier bis zum Cap d'Antibes, die Nummer 5, fährt bis Vallauris. So, Nummer 6, ne? Da bist du. Hier von Juan Le Pin über, ne, Biot noch nicht, aber hier, ja, überall in Antibes quasi. So. Nummer 7 ist so beige, von Antibes auch ein bisschen bis ins Hinterland. Nummer 8, braun. Ihr seht gleich wirklich das ganze Ausmaß hier. Nummer 9, ja, sogar bis nach hinten, fast bis nach Valbonne. Nummer 10. Ja. Oha, schaut mal, von Antibes durch Biot bis sogar nach Valbonne. Also das ist crazy. Biot empfehle ich euch total. Also wenn ihr mal in dieser Gegend seid, holt euch dieses Ticket, weil dann seht ihr auch noch viel von der Umgebung. 12 € ist echt ein Witz. Ich zeige euch einmal kurz bis zu Ende. Hier diese graue Linie, auch die fährt nochmal ganz weit nach hinten. Fast schon in die Berge, hätte ich gesagt. Dann dunkelbraun die Nummer 12. Ich hoffe, die Karte geht gleich nicht in die Knie. Auch bis nach da hinten hin. Nummer 14. Nummer 15. Nummer 15 haben wir voll oft genutzt. Moment, ich zeige euch mal, wo die lang fährt. Weil, oh Gott, diese Karte, die ist schon so überfüllt. Weil die fährt hier in Juan Le Pin durch die ganze Stadt und dann bis hier hinten ans Cap d'Antibes, bis vor die Villa, bis vor das Hotel Eden Rock. Und kann man auch schön hinfahren und dann von dort aus spazieren gehen. Nummer 16. Mal gucken, ob ich hier wieder ein bisschen rauszoomen kann. Ja, die Karte, echt. Genau, Nummer 16 ist in Antibes City. Nummer 17, Navette de Vallauris. Genau, hier überall. Nummer 18. Nummer 18 haben wir übrigens genutzt, um bis nach Cannes zu kommen. Auch super, super praktisch. Ihr kommt mit diesem 12-€-Ticket sogar bis nach Cannes. Müsst ihr nur gucken, wann der fährt. Ich glaube, der startet auch nur in Golfe-Juan, aber ihr könnt ja, wie ihr hier seht, von Antibes und von Juan Le Pin bis nach Golfe-Juan kommen und dann super easy nach Cannes fahren. Gott, wie viele Linien gibt es denn? Nummer 19. Nummer 20. Oh Gott, ich zoome schon viel zu sehr raus. Aber ihr merkt, die Karte hat schon gleich keinen Bock mehr. Also ich sag mal, guck mal, wie viele Linien es noch gibt. Oh, ich glaube, es geht nur bis 23. Auf jeden Fall, ihr merkt schon, ihr kommt hier in diesem ganzen Gebiet, oh, guck mal, nochmal sehr weit. Guck mal, die Nummer 23 ist das, ja. 23, sogar bis Cagnes-sur-Mer. Krass. Das habe ich gar nicht gewusst. Egal, 22, 21 gibt es dann noch. Sehr weit, sehr viel. Ihr bleibt dann nicht nur in der Gegend von Antibes und Juan Le Pin, ihr könnt auch nach Cannes, ihr könnt nach Biot, ihr könnt die ganze Gegend so ein bisschen erkunden. Und natürlich, wenn ihr Bock habt mit dem Zug, könnt ihr mit dem Zug auch noch nach Nizza, nach Monaco. Also Cannes, Monaco ist eine gute Stunde und die ganzen anderen Küstenstädtchen dann natürlich weniger. Genau, also dieses Ticket empfehle ich euch wirklich, wenn ihr in dieser Ecke hier, Antibes, Juan Le Pin, und da waren wir ja jetzt im Februar über einen Monat lang, wenn ihr da unterwegs seid, unbedingt dieses Ticket holen. Genau. Ich werde noch irgendwann die ganzen Bustickets und was es da für Tickets gibt, in der Gegend Cannes erläutern, aber da mache ich nochmal ein separates Video zu, wenn ich das Ganze auch nochmal so ein bisschen aktualisiert selber vor Ort gesehen habe, weil es ist schon echt ewig her und wir haben damals eigentlich immer nur so ein paar Tickets geholt, weil man kann da alles relativ fußläufig erreichen. Wir hatten da kein Monatsticket oder so, aber ich werde da auch noch mal ein bisschen recherchieren und gucken, was lohnt sich denn da für ein Ticket. Und genauso, ich gehe hier mal weiter hoch. Oh Gott, die Karte bewegt sich überhaupt nicht mehr. Genauso in Monaco, da gibt es ja auch etliche Busse, die euch vom Beach zum Jardin Exotique wie nennt sich das?
ja, zum Fürstenpalast bringen. Also da gibt es ja auch etliche Linien, die da überall verkehren. Und was es da so für Tickets gibt und ob es sich da irgendwie lohnt, ein Wochenticket, Monatsticket zu holen. Oder ob man sagt, okay, es reicht, wenn man sich dann halt immer je Fahrt irgendwie ein Ticket kauft. Ich meine, wir hatten damals ein 10er-Ticket, aber ich bin mir gerade nicht sicher, weil das ändert sich auch immer wieder mal. Genau, ich wollte euch in diesem Video jetzt einfach nur mal diese Möglichkeiten nahelegen, diese 2 Apps. Das heißt, wie kommt ihr vom Flughafen zu euren Städten? Und wenn ihr auch zwischendurch zwischen den ganz großen Städten da hin und her tingeln wollt, wo kauft ihr eure Tickets? Und natürlich, wenn ihr hier in dieser Gegend seid, Juan-le-Pin und Tibes, was ihr für ein Busticket kaufen könnt, um dann wirklich super easy hin und her zu fahren. Ach, ich finde das so krass. Für 12 Euro hier diese ganzen Busse, das ist schon mega. Also muss ich schon sagen, das ist schon preislich echt genial. Und was sagt ihr zu den Zugticketpreisen? Ich finde sie in Ordnung. Also das war früher natürlich ein bisschen günstiger, aber ich finde es okay. Und eine Sache wollte ich euch noch sagen. Wir haben früher unsere Zugtickets immer am Schalter gekauft und das war so ein Kampf, weil die Schlangen dort echt lang waren. Man kam da nicht sofort durch, weil auch die Automaten waren so komisch früher. Man brauchte irgendwie so eine französische Karte, um da Tickets zu kaufen. Das war echt kompliziert früher. Also das ist jetzt mit dieser SNCF-App so easy. Wirklich super, super easy. Also ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich hoffe, dieses Video hilft euch, wenn ihr dort mal vor Ort seid und ja, einfach mal die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen möchtet. Ach, eine Sache habe ich vergessen. Ich blende euch mal ganz kurz hier ein und ich zeige euch in der App. Wobei, ich glaube, ich kann das gerade gar nicht zeigen, weil ich gerade gar kein Ticket habe. Ich gucke mal ganz kurz. Ihr müsst bei diesem 12-Euro-Ticket müsst ihr eure Fahrt immer wieder validieren, was aber super einfach ist. Und zwar, wenn ihr dann hier Mes Titres, also eure Tickets, hier quasi reingeht, habt ihr dann auch ein Ticket. Ich blende euch gleich mal ein, wie ich das mache. Ihr geht da einmal kurz drauf und dann Validé oder irgendwie sowas steht da, glaube ich. Und dann öffnet sich eure Handykamera und ihr müsst einen QR-Code scannen. Diesen QR-Code findet ihr in all diesen Bussen, in all diesen Linien, die ich euch gerade ganz kurz vorgestellt habe, findet ihr entweder, wenn ihr direkt einsteigt, rechts beim Fahrer irgendwo. Das ist dann auch so pink umrandet, weil das ist halt die Farbe von Envibus. Oder halt, ja, wie in meinem Beispielvideo gleich gezeigt, quasi vor den Sitzen. Super einfach, dann haltet ihr einmal eure Kamera, also die wird direkt geöffnet, haltet ihr einmal auf diesen QR-Code und dann wird er quasi ausgelesen. Und hier seht ihr nochmal, wie man das macht. Einfach so draufhalten und dann macht es einmal tüt, dann hat er ihn ausgelesen. Ich hatte, glaube ich, einmal das Problem, da wurde er nicht ausgelesen, aber ist kein Problem. Ich meine, ihr habt euer Ticket, also der kontrolliert auch, also uns hat keiner bisher kontrolliert. Ich meine, ihr habt das Ticket und kann euch auch keiner was. Also ich hab mich dann einfach hingesetzt, weil ich konnte es irgendwie in dem Moment, ich weiß nicht, ob ich kein Internet hatte in dem Moment oder schlechtes Internet oder ob ich GPS hätte anmachen müssen. Ich weiß es gar nicht. Nee, ich habe eigentlich GPS auch gar nicht permanent an. Meine Mutter auf ihrem Handy ja auch nicht und sie hat ja auch validieren können. Nee, ich weiß gerade nicht, warum es nicht gelesen hat. Vielleicht war der QR-Code ein bisschen kaputt oder so. Keine Ahnung, ist aber auch nicht schlimm. Dann setzt ihr euch einfach hin. Das Ticket habt ihr, falls euch irgendjemand fragt. Genau. So sieht's aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Like da, einen Daumen hoch. Würde mich sehr freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder.